Ich begrüße dich zu der nächsten Ausgabe Kommentare der Woche. Bleib unbedingt dran, es wird wieder super spannend und ich möchte auf gewisse Kommentare wieder drauf. Tja, meine Freunde, das kann mal passieren, damit ihr das auch mal gesehen habt. Also, ich begrüße dich zu dieser neuen Ausgabe Kommentare der Woche. Schön, dass du wieder reinschaltest und wir werden auf einige Kommentare darauf eingehen. Und ich möchte mit einem der wichtigsten Punkte drauf eingehen. Dankbarkeit, meine Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und da schreibt Galiba: Moin Markus, schaue schon länger deine Videos und muss heute einen Abo dalassen. Wünsche dir und deiner Familie weiterhin Gesundheit und schönes Leben. Ciao aus dem schönen Antalya von Deutschland, in Klammern Hamburg. Liebe Grüße in die alte Heimat. Vielen, vielen Dank. Ja, meine Freunde, die Dankbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Für mich persönlich eines der wichtigsten Sachen überhaupt und dementsprechend auch mal für die Kleinigkeiten solltest du auch mal dankbar sein. Und ich sowieso danke jedem Einzelnen, auch dir, wenn du das jetzt anschaust, für deine Zeit und bin sehr froh und dankbar, dass du hier bist. Dementsprechend, falls dir so ein Video oder auch viele weitere Videos von mir gefallen, lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da und du kannst das gerne natürlich auch teilen und auch gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren nicht vergessen, gerne da lassen. Wir wollen weiter einsteigen mit einem richtig krassen weiteren Kommentar, denn das Thema Auswandern ist natürlich immer noch aktuell und es wird wahrscheinlich die nächsten Jahre aufgrund von wirtschaftlichen, sozialen und geografischen Lagen extrem mehr wahrscheinlich werden. Und dementsprechend freue ich mich auch darüber, immer wieder mal auch Videos machen zu können über meine Erfahrungen, mittlerweile seit über 3 Jahren raus aus Deutschland und in der Türkei zu sein. Da schreibt aber LTPA: Meine Freundin ist nach 7 Jahren aus der Türkei wieder zurückgekommen, weil dort der Aufenthalt erschwert wurde. Jedes Jahr musste sie erneut kämpfen, um bleiben zu können. Das brachte jedes Jahr Anwaltskosten mit sich und auch das Arbeiten für Ausländer wurde jedes Jahr schwerer. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir sind ja gerade mal über 3 Jahre jetzt in der Türkei, seit über 3,5 Jahren raus aus Deutschland. Und tatsächlich damals die Aufenthaltsbestimmungen, die waren super einfach, also wirklich super einfach. Heutzutage ist es erschwert worden. Und wenn du zum Beispiel nicht arbeiten gehen möchtest, was ich auf jeden Fall auch verstehen kann, weil Mindestlohn ist hier sehr gering, vielleicht sprichst du die Sprache auch nicht, ist echt ein großes Problem dann musst du aber seit Oktober 23 im Wert von 200.000 US-Dollar eine Immobilie kaufen, was im Tabu steht, was bestätigt ist. Und nur dann hast du die Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt von ca. 2 Jahren. Und dann wird das alle 2 Jahre verlängert. Und selbst das heutzutage ist nicht ganz gewiss. Und viele Menschen, so wie auch ich, bekommen aktuell nur 6 Monate Aufenthalt. Und alle 6 Monate quasi zum Ausländeramt zu rennen, irgendwelche Anträge zu stellen und um eine Duldung zu kämpfen etc. Das muss man sich auf lange Sicht natürlich überlegen, ob man das auch tut. Es werden sich aber einige Gesetze sicherlich dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, auch gerade in Bezug auf die Ausländer, in Bezug auf die ICAMET-Aufenthaltsmeldebestätigung sozusagen, hoffentlich ändern, damit natürlich auch mehr Ausländer wieder in die Türkei kommen könnten. In Bezug auf die Abzocke in der Türkei schreibt Solo750: Hallo Marco Pascha, nicht nur Ausländer oder Deutsch-Türken, auch Einheimische werden immer wieder abgezockt. War mal ganz was anderes, doch mittlerweile ist das Land in vielen Hinsichten degeneriert. Ich habe als Deutsch-Türke auch keine Lust mehr auf das Ganze und gehe wieder zurück oder weiter. Du musst hier leben wie ein Fuchs. Immer die Augen offen halten, egal ob du Haus kaufst oder 1 Kilo Tomaten. Nee, darauf habe ich gar keine Lust mehr. Ist zu stressig, da ist mir das langweilige Deutschland mit seiner Transparenz oder Simpelheit viel lieber. Ganz ehrlich, kann ich mittlerweile auch verstehen. Danke für deinen Kommentar und ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Lass es mich wissen in den Kommentaren. Die liebe Selma schreibt in Bezug auf die Türkei, richtig krass: Die Türkei ist verloren, Markus. Es wird von Tag zu Tag dramatischer. An deiner Stelle würde ich nicht länger dort bleiben. Und pass auf dein Geld auf. Vertraue auch keinen Banken dort. Mega krass, Selma. Anscheinend hast du wirklich schlimme und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich persönlich habe bis dato nicht so schlimme Erfahrungen gemacht. Eigentlich kann ich nur Positives über die Türkei berichten. Alles andere, was mir persönlich natürlich auffällt, ist nur aus meiner Sicht eventuell ein Problem, aber für viele andere eben nicht.
Aber auf jeden Fall muss man immer seine Augen und Ohren offen haben und auf sein Geld aufpassen, genauso wie auf seine Gesundheit. Dazu kommen wir jetzt, muss man sowieso immer aufpassen. Ich will euch mal was erzählen. Es ist einfach nur so krass. Ich habe heute ein Video gepostet, das ist noch gar nicht lange her, Fragen der Woche. Das ist ein neues Format, was ich ins Leben gerufen habe. Dort hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich bekomme sehr viele Fragen, querbeet, von A bis Z. Da ist wirklich alles dabei. Und natürlich kann ich nicht auf alle Fragen drauf eingehen, weil natürlich so ein Video den ganzen Tag wahrscheinlich dann gehen würde. Und die Zeit möchte ich dir und mir aber auch nicht aufbürgen. Und dementsprechend nehme ich gezielt Fragen raus und beantworte sie diese in einem Video verpackt. Allerdings finde ich es ganz, ganz krass, dass wenn es um das Thema Gesundheit geht, die Menschen gleich ausschalten. Und wahrscheinlich bist du jetzt auch einer dabei, der jetzt ausschalten wird, weil es geht um Gesundheit, interessiert mich nicht, kann ich nichts ändern, kann ich nichts tun, der Arzt wird es schon richten, wenn ich dann krank bin. Pustekuchen, nein, der Arzt wird es nicht tun. Er kann es gar nicht tun, nur du selbst kannst dir helfen, nur du selbst kannst dich heilen. Wir schauen gerne so Filme von Selbstregeneration, von Selbstheilung und sonstiges, aber in Filmen ist das schön, aber in der Realität will keiner was davon haben. Keiner will was davon wissen und die Verantwortung schiebe ich zum Arzt. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Hautproblematiken, ich habe irgendwelche Symptome, die typisch für Frauen sind, Periodenschmerzen. Sorry, da kann man ja mal was dafür tun. Ich habe schwache Knochen, meine Zähne werden brüchig, meine Haare fallen mir aus oder sonstiges. Ja, woher kommt denn sowas? Ja, das sind Nährstoffmängel unter anderem. Und Nährstoffmängel entstehen unter anderem von Gifte auch abtransportieren zu können. Wir haben überall Nährstoffdepots, die Knochen, die Gelenke, die Blutbahnen, alles sind Nährstoffdepots. Und wenn diese Nährstoffdepots leer gesaugt worden sind, weil du nichts mehr nachfütterst, durch die normale, ausgewogene Ernährung, wird sich das auch nicht ändern. Das heißt, du wirst irgendwann Symptome haben und dann bekommst du Tabletten und dann bekommst du mehr Tabletten, weil diese Tabletten Nebenwirkungen haben. Und irgendwann bist du dann 60 oder 70 und hast 10 verschiedene Medikamente. Du kennst bestimmt mindestens einen Menschen, der genau in so einer Situation ist. Und keiner liest sich die Packungsbeilage durch, was das alles für einen Rattenschwanz zur Folge hat. Also richtig krass. Und deswegen schwöre ich persönlich auf einen gesunden Lifestyle. Niemand sagt, dass du jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln anfangen sollst, nur weil ich davon was erzähle. Nur weil ich etwas verkaufen möchte. Nein, es ist dein Leben. Es ist deine Option. Ich freue mich natürlich, wenn ich einen gesunden Körper habe, wenn meine Familie einen gesunden Körper hat. Mein Hund Kugi, wenn der einen gesunden Körper hat, auch der bekommt Nahrungsergänzungsmittel, weil heutzutage einfach nicht mehr das drin ist, was drin ist. Detailliert habe ich das in Fragen der Woche von diesem Sonntag nicht darauf eingegangen. Also schau dir das gerne an, wenn du darüber mehr erfahren willst oder wenn du Fragen hast zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, schreib mich einfach an. Ich möchte aber hier nochmal den Thomas hervorrufen, der gerade diesen Kommentar hier hinterlassen hat. Wir finden es sehr gut, dass Markus auch dieses wichtige Thema anpackt. Nahrungsergänzungsmittel etc. sind auch davon überzeugt, dass man dringend Nahrungsergänzungsmittel benötigt, da die meisten Lebensmittel die wichtigen Spurenelemente nicht enthalten. Wir machen das auch schon seit mehreren Jahren. Und warum sollte Markus nicht seine eigenen empfohlenen Produkte selbst bewerben? In dieser Werbung ist ja auch eine Menge an Informationen enthalten, die wichtig sind. Wir trinken und kochen jetzt auch seit fast einem Jahr mit basischem Kangenwasser, in Klammern Level K8. Gerät Infos auch über Markus. Es schmeckt sehr gut. Gäste von uns und Familie haben laut eigener Aussage noch nie so ein weiches und leckeres Wasser getrunken und es ist auch noch sehr gesund, den Körper basisch zu halten. Also lieber Markus, volle Unterstützung für diese Informationen, die du immer gibst. Liebe Grüße, Thomas. Thomas, vielen Dank für deine Worte, ganz genau so ist es. Und wenn du auch so ein Wasser wie Thomas trinken möchtest, Kangenwasser, dann schreib mich an. Kommen wir zurück zur Türkei. Semra Tass schreibt: Wenn ich Deutsche wäre, würde ich nicht mehr in die Türkei Urlaub machen. Da ich aber meine Familie dort habe, muss ich leider alle 3 Jahre hin. Ich liebe Türkei, aber wegen die Abzocke will ich nicht mehr. Die Leute da, die verarschen uns bis nicht mehr geht, nur weil wir aus Deutschland kommen. Die denken, in Deutschland regnet Geld. Absolut, kann ich absolut verstehen. Die denken wirklich, du bist wie ein Goldesel. Und deswegen musst du auf dein Geld auch aufpassen. Danke, Semra, für deinen Kommentar.
Natürlich kann man das jetzt nicht 100% pauschalisieren. Es gibt auch wirklich wahrhaftige Menschen hier in der Türkei, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist es immer gut, natürlich einen Überblick zu haben und natürlich sich auch ein bisschen auszukennen und dann so ein Gefühl natürlich auch zu bekommen, ob das auch das wert ist, was mir der Verkäufer eventuell auch näher bringen will. In Bezug auf das Video, ob wir endgültig die Türkei verlassen, schreibt Christina: Man kommt nur vorwärts, wenn man sich bewegt. Diese Erfahrungen, die ihr macht, sind Gold wert. Auch für eure Kinder. Sogar wenn ihr nach Deutschland zurückkehren würdet, seid ihr an euren Erfahrungen gewachsen und könnt viel besser Entscheidungen treffen. Ich persönlich würde nicht zurück nach Deutschland gehen, vielleicht nur um einen Anhaltspunkt zu haben und zu schauen. Ich würde mir ein Land suchen, wo ich es erstmal nicht so schwer habe, die Sprache zu lernen, oder ich die Sprache schon immer toll fand, dass es mir einfach leichter fällt. Das Klima wäre auch ein Punkt und die Mentalität der Menschen dort auch. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man nie wissen, was das Leben noch für einen bereithält. Keiner lebt euer Leben, nur ihr. Deshalb ist es absolut egal, was andere Leute sagen, und wenn es keine konstruktiven Meinungen sind. Ihr werdet das wuppen, das wird. Alles Liebe. Vielen Dank, liebe Christina. Ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den man hier noch anmerken darf, ist ein Land aussuchen, wo du eventuell auch leicht deinen Aufenthaltstitel bekommst. Dazu gehört die gesamte EU. Als deutscher Staatsbürger kannst du in der gesamten EU ohne Aufenthaltsprobleme einfach leben. Also wirklich eine richtig coole Sache. Ob das wiederum was für dich ist, ist eine andere Sache. Christina, ich danke dir für deinen Kommentar. Zum Abschluss des Videos möchte ich nochmal einen Kommentar vorlesen in Bezug auf das Auswandern, speziell auch in die Türkei. Allgemein das Thema Auswandern natürlich super spannend, das Ganze. Und ich freue mich natürlich, wenn ich mit meinen Videos Einblicke geben kann, die transparent sind, die aus meiner persönlichen Sicht, für mich persönlich zutreffen und ich meine Erfahrung gemacht habe und davon ja nur auch sprechen kann. Das bedeutet aber nicht zu 100%, dass das bei dir auch der Fall sein wird. Da schreibt AC: Hallo Markus, ich möchte echt auswandern und habe es mir auch einfacher vorgestellt, früher. Jetzt, seitdem ich dich verfolge, hier ist es wirklich sehr schwierig, weil du viele Themen auch in Wahrheit hier demonstrieren tust und auch ansprechen tust. Jedes Wort, was du sagst, nehme ich mir zu Herzen und danke dir auch, dass du so offen sprichst. Am meisten macht mir diese Sache Angst in der Türkei. Keine Disziplin in vielen Hinsichten, seinen eigenen Recht sehr, sehr schwierig erhalten, vor allem keine Regeln in der Türkei. Hier in Deutschland wird es zwar auch so langsam, aber wie ich gesagt habe, langsam. Nur bei den Ärzten ist es also, was Gesundheit geht, sehr, sehr schlecht geworden. Wünsche euch noch viel Glück dort und vielen, vielen Dank nochmal. Liebe Grüße, Demet. Am Ende des Videos angekommen, danke ich dir für deine Zeit, für deine Aktivität, dass du bis hierher angeschaut hast, das Ganze. Und ich freue mich auf einen Daumen nach oben, wenn du den da lässt. Spätestens jetzt ein Kommentar und auch gerne ein kostenloses Abo und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit du eben kein Video mehr verpasst. Ich freue mich schon auf die nächste laufende Woche. Es wird wieder spannend. Bleibt unbedingt dran und teile auch gerne diesen Kanal. Liebe Grüße aus Alanya, dein Markus.